Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich, wie der Wochentimer, Modell L701, angeschlossen und eingestellt wird. Es gibt 3 Arten der Stromversorgung. Hier ist ein Hinweis auf der Verpackung. Ich habe das 220 Volt Modell, es gibt aber auch 24 und 12 Volt Modelle. Das betrifft die Stromversorgung des Timers selbst. Die Last kann mit 220 bis 250 Volt angeschlossen werden und das Relais hier ist für 16 Ampere ausgelegt. Das heißt, bis zu 3 Kilowatt, ich denke, mehr sollte man an diese Kontakte nicht anschließen. Mit diesem Timer kann man Lasten steuern, einen Boiler zeitgesteuert ein- und ausschalten, die Beleuchtung ein- und ausschalten, zum Beispiel abends, damit sie sich automatisch einschaltet, oder eine elektrische Heizung für das Haus oder die Garage. Im Allgemeinen kann man verschiedene elektrische Geräte zeitgesteuert ein- und ausschalten. Als Beispiel werde ich Glühbirne anschließen und zeigen, wie dieser Timer eingestellt wird und funktioniert. Zuerst müssen wir die Lampe anschließen. Wir versorgen die Lampe direkt mit dem Nullleiter von der Steckdose. Das heißt, ich lege den Nullleiter direkt an die Glühbirne. Und den Nullleiter lege ich an die Stromversorgung des Timers. Hier ist es egal, ich lege den Nullleiter einfach an einen beliebigen Kontakt. Jetzt brauchen wir die Phase. Hier kommt die Phase von der Steckdose, die wir an die Stromversorgung des Timers anschließen. Angeschlossen. Und hier schließt sich der Kontakt einfach. Beim Einschalten. 2 Kontakte schließen sich miteinander. Deshalb legen wir die Phase an einen Kontakt von der Steckdose und den zweiten Kontakt von der Glühbirne schließen wir hier an. Ich nehme ein Kabel. Das gelbe hier. Das geht zur Glühbirne. An einen Kontakt, ein Kabel, das zur Lampe geht. Nehme ich das weiße Kabel. Das schließen wir direkt hier an. Und die Phase von der Steckdose legen wir an das weiße Kabel. Der Anschluss ist fertig. Jetzt, wenn der Timer eingeschaltet wird, wird die Glühbirne angehen. Jetzt werden wir ihn einstellen. Zuerst müssen wir die Uhrzeit und die Wochentage einstellen. Um die Uhrzeit einzustellen, drücken wir die Taste mit dem Uhrensymbol. Um die Stunden einzustellen, drücken wir H+. Hier ändert sich die Zeit, 21 Uhr. Und um die Minuten einzustellen, halten wir ebenfalls die Uhrentaste gedrückt und drücken Minuten. 21 Uhr, 20 Minuten. Um die Tage einzustellen, halten wir die Uhrentaste gedrückt und stellen die Wochentage ein. Zum Beispiel haben wir hier Montag, Monday, eingestellt. Montag 21:20 Uhr. Der Timer hat einen manuellen Betriebsmodus mit der Taste Manual. Wir können den automatischen Modus aus- oder einwählen. So ist er eingeschaltet. Im Automodus schaltet er sich zeitgesteuert ein- und aus. Ein- und Ausschaltzeit einzustellen, müssen wir die Taste P drücken. Hier haben wir die Programmauswahl. Es gibt insgesamt 20 Programme. 20 Programme zum Einschalten und 20 Programme zum Ausschalten, entsprechend. Wir wählen das erste, 1 on. Das ist die Einschaltzeit. Und wir stellen auch ein, das heißt, zum Beispiel stellen wir 21 Uhr und die Minuten, sagen wir 23, ein. Um 21:23 Uhr sollte das Licht angehen. Danach wechseln wir mit der Taste P zu 1 off. Das ist die Ausschaltzeit. Das heißt, um 21:24 Uhr wird er zum Beispiel nur eine Minute lang arbeiten. Wir wählen (24.) Die Ausschaltzeit ist eingestellt. Alles klar, wir gehen zurück. Und in etwa 50 Sekunden. So, wir wählen den automatischen Modus. Sollte das Licht angehen, eine Minute brennen und sich dann ausschalten. Ich habe die Wochentage nicht eingestellt, daher wird das Programm jeden Tag laufen, es wird sich ein- und ausschalten. Und es gibt hier insgesamt 20 Programme, das heißt, wir können nach einer bestimmten Zeit noch eine Ein- und Ausschaltzeit einstellen, und das bis zu 20 Mal. Wir können später die Wochentage einstellen, und es wird sich dann an einem bestimmten Tag einschalten.
Das heißt, man kann ihn jeden zweiten Tag verwenden, oder an einem bestimmten Tag, oder an Wochentagen, damit dieser Timer funktioniert und an Wochenenden nicht, oder er funktioniert nach anderen Programmen. Im Allgemeinen gibt es hier viele Modi. Jetzt sollte er sich bei uns einschalten. Sonntag. Und in einer Minute wird die Lampe bei uns ausgehen. Das heißt, wir haben sie auf eine Minute eingestellt. In der zweiten Programmierung zeige ich, wie man die Wochentage einstellt. Also, mit der Zeit ist es klar, es wird jeden Tag funktionieren. Wenn wir möchten, dass es an verschiedenen Tagen unterschiedlich funktioniert, dann gehen wir in das zweite Programm, aber das kann man auch im ersten einstellen. Wir wählen auch die Ein- und Ausschaltzeit, und mit der Taste D wählen wir die Wochentage aus, an denen es funktionieren soll. Entweder jeden Tag, oder wir wählen einen bestimmten einzelnen Tag aus, an dem dieses Programm ausgeführt werden soll. Und an einem anderen Tag können Sie eine andere Zeit einstellen. Man kann es auch jeden zweiten Tag einstellen. Hier wählen wir die Tage aus. Wir können einstellen, dass es nur an Wochenenden eingeschaltet wird, oder die ersten 3 Tage der Woche, die zweiten 3 Tage. Man kann einstellen, dass es nur an Wochentagen funktioniert. 5 Tage, also die Wochentage werden funktionieren, oder 6 Tage, oder jeden Tag. Im Allgemeinen werden die Wochentage so eingestellt. Tag können Sie Ihre eigene Ein- und Ausschaltzeit wählen, oder Sie können an einem Tag mehrere Einschaltzeiten wählen. Das heißt, es wird sich morgens und abends einschalten. Bis zu 20 Programme, das heißt, man kann sie alle sofort an einem Tag einstellen. Im Allgemeinen funktioniert dieser Timer, Modell L701, so. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.